Finale! Es ist einiges gegangen wieder. Heute, in diesem Video, geht es um die Fertigstellung, das Finale JL-Hobel. Sattel zum Beispiel. Das war wieder ein ganz spezielles Maß, 37. Gibt es natürlich nichts ab Stangen, aber Swing hat da die geilen Adapter für die Sattelrohr. Jetzt habe ich einfach einen bestellt, der grösser ist und ganz minim abdreht, dass das da seitenfein passt. Und da die Griffe, das sind natürlich die Gummigriffe, Roger, aber ich habe sie ein bisschen patiniert. Sie sind auf jeden Fall sehr bequem und auch eine gute Grösse. Also da mal ein Vergleich vorher, nachher, was man da mit Feuer und ein bisschen Farbe und so anbringt. Also meiner Meinung nach passt es sehr, sehr gut. Jetzt da der Sattel, der passt mega geil und hat oben einen schönen Anschlag. Also das ist wirklich eine super Sache. Dann kann man den da schön ausrichten. An jedes Gewinde gehört fett der Loctite. Da muss man eventuell wieder mal lösen können. Sattel, wenn wir es gerade von der Griff haben, montieren wir die auch gerade. Für mich bewährt sich einfach immer noch die gute alte Pressluft, wenn man hat. Und sonst kann man natürlich irgendein Öl nehmen, also eben kein Öl, irgendetwas, das sich wieder verdunstet, so ein WD-40 oder irgendetwas, dann geht das auch. Aber jetzt probieren wir das gerade mal und in der Regel... Sorry, das finde ich sehr lustig. So, schauen wir da die Trennung. Also die sind jetzt wirklich sehr, sehr geschmeidig. Ich bringe den sogar sehr weit drauf, ohne irgendetwas. Ja, aber ganz geht es gleich nicht. Also der Gummi hat dann gleich einen guten Grip irgendwann. Der Arsch, das hebt er nicht. So, perfekt. Also das ist sehr gut. Das ist lustig. So, hebt noch. Jetzt sehe ich den Lenker, der ist jetzt noch ein bisschen fest nach vorne gestellt, finde ich jetzt. Jetzt ziehen wir das mal noch ein bisschen retour. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen extrem. Noch ein bisschen mehr. Die Grundeinstellungen, das ist ganz klar, das kann man natürlich jederzeit machen. Wenn ich ihm den Hobel bringe, schnell draufhocken, einen Gabelschlüssel mitnehmen. Dann kann man die Feinjustierungen machen, wie auch da die Höhe etc. Schön. Dann die Federung von dieser Gabel. Das ist ja ein rechtes Thema jedes Mal. Und das ist, früher ist das Original nur mit so Gummiring gewesen. Und das ist einfach viel zu weich. Also, wenn ich gefahren bin, klar, man hat das meiste Gewicht hat man irgendwo da. Aber das Ding hat immer Vollgas eingefedert. Also das ist wirklich nichts. Das ist viel, viel zu weich gewesen. Dann habe ich probiert mit einer Feder plus der Gummi. Auch noch zu wenig. Dann habe ich probiert nur mit Federn. Das sind richtig zähe Federn. Aber das hat mich auch ein bisschen getauscht. Die Hebelwirkung von da zum Drehpunkt ist ja viel kleiner als die zu der Aufhängung. Also ich habe gedacht, ja, das lange Pforig will wegen dem Hebelarm. Aber man lernt immer wieder dazu. Es war nicht so gewesen. Und jetzt seht ihr, habe ich hier Doppelfedern montiert, also 2 links und 2 rechts. Und dann kommt das auch so ein bisschen eine Steifigkeit über. Also klar, die Bodenwelle, die frisst es noch, die groben. Aber wenn das zu gummig ist vorne, ist es einfach unangenehm zum Fahren, auch beim Bremsen etc. Das schafft viel zu viel und viel, viel zu weich. Das muss ein gutes Mittelmaß sein. Und ich sage mal, wenn es die groben Wellen so nimmt, dann langt das vorig. Jetzt hier unten kann ich natürlich voll anziehen, weil sie sind in den Büchsen. Also dort können sie frei laufen. Aber obendran, wenn sich das natürlich da unten bewegt, die Federn, die müssen ganz, ganz leicht arbeiten können. Es ist die Federn zwischen diesen 2 Scheiben und durch das kann sie nicht wegrutschen, sie kann nicht raus und sie kann oben ein bisschen arbeiten. Das ist ganz wichtig, weil die bewegt sich ja, weil sonst hat man im Nu dann einen Ermüdungsbruch.
So, die andere Seite natürlich genau dasselbe. Federn einhängen. Und dann bei solchen Sachen ist mir jetzt natürlich wichtiger, dass das hebt. Deshalb nehme ich auch keine Hutmutter, sondern Stoppmutter. So. Und jetzt ziehe ich da mal ein bisschen an. So. Dann löse ich wieder eine halbe Umdrehung. Ich muss einfach sicher gehen, dass das da oben, jetzt ist glaube ich schon ein bisschen zu viel. Nein, aber das langt. Man sieht, wenn ich da drücke, kommt sie wieder retour. Und wenn ich das nicht mache, dann gibt es da natürlich dann eine Sollbruchstelle. Die Federn die sind ja verchromt. Ich habe die natürlich ein bisschen abgeschliffen, dass sie nicht mehr so einen extremen Glanz haben, oder? Das ist geil. Es sieht wirklich noch sehr scharf aus, muss ich sagen. Auch von hinten, von vorne. Ist geil. Ich finde es ein geiles Detail. Und halt wirklich auch fahrbar. Also man merkt jetzt hier, das federt noch sehr gut, aber im Vergleich zum Gummi, das sind Welten. Was ist noch? Kabel, Strom haben wir bereits schon gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Zündkabel ersetzt durch so ein Stoffix. Jetzt können wir auch schon den Kettenschutz montieren, weil das Geile ist, bei den alten Gefährten, der Motor ist komplett offen, oder? Und auf dieser Seite, ich weiss gar nicht, ob wir das letzte Mal gezeigt haben, hat es noch ein paar Spezialmütter gegeben, zum Federn einhängen und für den Seitenschutz. Das schauen wir jetzt ganz schnell an. Da Kettenschutz, sehr, sehr etwas Filigrans, sehr, sehr schön. Natürlich auch unheimlich geil patiniert. Ganz schönes Teil. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, um den sauber montieren und dass er nicht wieder reisst, habe ich da ganz einfach eine Hutmutter genommen, habe ein Rundmaterial angeschweißt mit einem Gewinn drin, plus als grosse Auflage da gerade noch eine ordentliche U-Scheibe. Genau das gleiche, Hutmutter, nachher da so eine Schraube abgedreht eigentlich, so ein Köpfchen gemacht, dass man die Federn sauber einhängen kann. Genau, das sind einfach so ein bisschen die Details, die mir halt dann unheimlich gefallen. Das ist geil und das hebt. Irgendwo im Rahmen rein bohren oder so, wäre jetzt da sowieso nicht gegangen und ist halt auch nicht so schön. Jetzt steht vorne noch, so. Da natürlich ein ordentliches Gefummel, aber wir versuchen jetzt mal unser Glück. Also, Spitzzange hilft immer. Das ist natürlich sehr, sehr eng, aber man muss jetzt zum Glück den Kettenschutz auch nie wegnehmen oder sehr, sehr selten wegnehmen und darum ist das voll okay. Da auch natürlich blaues Loctite, also mittelfest, weil da weiss man nie, wenn man da wieder mal herkommen muss. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Mit dieser Auflagefläche unten, das hebt richtig gut. Es hat ganz feine Luft, also wenn man natürlich selber so Mutter und so Spezialteile macht, kann man es halt auch perfekt einstellen. Dass man nicht noch irgendwie muss unten noch Unterlagescheiben dazwischen haben und so Zeugs. Also unheimlich geil. Streift unten ein bisschen. Vorher war ja ein 28er Kranz drauf, jetzt haben wir einen 42er. Und vorher ist die Kette natürlich hier durchgelaufen. Geht nur unten dran um die Sicken eigentlich. Kann man so ein bisschen mit Liebe das Ding rausnehmen und schon ist das gut. Die Pedale sind auch hergekommen. Ich habe natürlich extra noch alte, ein bisschen vertätschte Pedalarme gesucht, plus originale Union-Pedale gefunden. Also die sind natürlich richtig geil, irgendwie 50-jährig, aber funktionieren noch einwandfrei. Und das ist halt schon geil, bei den alten Dingen, die haben da innen tatsächlich die Kugellager, das ist nicht einfach nur ein Gleitlager oder so, die sind da kugelgelagert, die man einstellen kann. Also, bombastisch. Sehr, sehr schön. Passt gut, das passt wirklich gut, das ist verdammt geil. Alles alte Zeug, also Roger, wir haben viel altes Zeug geopfert für den Hobel. Es ist wirklich, ja, genau, der Tank. Das ist ja immer so ein bisschen, Tank ist wie bei den Autoträdchen. Also wenn bei einem Auto auch, das ist eine Stierenkarre, nachher machst du ein bisschen geile Felgen an,
Das ist gerade eine hohe Aufwertung. Die Rolle übernimmt natürlich beim Töffli der Tank. Auch bei den Töpfen, das ist immer das aufwendigst lackierte Teil. Die geben sich immer am meisten Mühe, weil das ist halt sehr, sehr markant. Und jetzt kommt der Tag, wo man den montieren können. Wahnsinnig geil. Auch da natürlich wieder einen alten Tankdeckel gefunden, neue Dichtungen gemacht. Total geil. Das ist halt auch wieder ein bisschen Gefummel, weil der Tank wird unten dran nur anhand von dem Bügel und da dem Zwischenstückchen mit so einem alten Gummi drauf wird der eigentlich geklemmt, unten dran, dass der nicht weg kann. Das Bügel kann man einfach wegnehmen und dank dem Teil hebt es dann eigentlich, oder? Da haben wir das letzte Mal bereits schon geschaut bei den Kabelzeugen. Wir führen sie ja unten durch, nicht unter dem Tank raus, weil es einfach zu eng ist und weil es klemmen will. Ja. Ah, das ist einfach, er ist wirklich sehr, sehr satt, der Tank. Da machen wir noch Scheiben zwischen rein. Drecksiech. So, jetzt den richtigen Griff erwischt. So. Er muss jetzt eben oben durch. Nein. Jetzt. Gut, wenn natürlich mal eine Schraube drin ist, ist das Ganze viel einfacher. Aber nicht so schlecht, ist halt noch nicht gut. Was fehlt? Zusätzlich haben wir hier noch diverse Kabel, die man halt dann auch noch da hinten büscheln muss, dass das Zeug nicht eingeklemmt wird. Gerade Stromkabel, sonst ist es nämlich nicht lang lustig. 3R wäre super. Aha. Gut, jetzt ist das mal rein, kann ich mal schauen, die Kabel, die sind schön aus dem Weg. Wenn das da oben muss das schön klemmen. Also es hat jetzt keine Luft, ich kann es eher noch ein bisschen drücken. Also genau so, wie wir das wollen. Eben nochmal, die Bühne ist ja wirklich herzig, aber es ist einfach nicht so geil. He? Aber der Mensch gewöhnt sich halt schnell an das Zeug, oder? Vor allem an Luxus. So, gut anziehen. Schauen, da hat das genug Luft, ich kann das überall drehen. Ich muss dann da unten noch schauen, wie ich das ein bisschen zusammenheben kann, dass das da nicht so zu fest im Zeug umeinander schlittert. Das ist richtig schön. Das ist ein richtig schöner Hoppel. Ich bin dann gespannt, was er sagt zu den Gummiende. Vielleicht merkt er ja nicht einmal, dass es gefaked ist. Vielleicht tue ich noch ein bisschen mehr. Da könnte man noch ein bisschen mehr. Da. Nein, das ist ein Traum. He? Das ist richtig schön. Mit dem Ausbüffli. Das hat einfach müssen sein. Das sind die 50er Jahre Ausbüffli. Und da geht es nicht um Leistung. Das muss einfach gute 35 laufen. Und dann ist das okay. Und dann geht das eben mit diesen Ausbüffli. Und es ist einfach ein Traum. Als wenn da so eine riesige Flöte hinten dran hängt. Tuning ist lustig, aber das ist optisch ein absolutes Highlight. Wahnsinnig. Also der steht nachher im GL. Die Winterthur, dort steht der im Schaufenster. Also dort könnt ihr ihn live anschauen. Und diese Seite so. Wow! Er ist richtig geil. Nein, der ist wirklich schön. Severin, das hast du richtig gut gemacht. 10 Fingers, absolute hure Glanzleistung. Es ist einfach nur noch schön. Der Lack ist natürlich, es ist kein Klarlack drauf, darum hat er auch schön den Matteffekt. Er ist sehr, sehr heikel. Das ist halt, aber mein Autolack, wenn es Klarlack drauf hat, dann siehst du auch den Kratz etc. Und ich meine, das darf auch noch ein bisschen leben.
Also das wird auch, ich bin gespannt, so etwa in 3 Jahren, wenn dann da JL-Ladies und der Roger und so mit dem ein bisschen unterwegs sind, wie denn der nachher aussieht. Wahrscheinlich lässt er so extra draussen im Regen stehen, dass alles noch rostet. Mal schauen. Aber es ist wirklich herrlich. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schönes Töffli. Cool. Also, wir müssen aber weitermachen. Viel ist zwar nicht mehr. Es ist jetzt noch das Benzin anhängen. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr knapp da. Aber wir haben hier den isolierten. Ja, so geht's. Es sieht sogar noch schön aus. Dann kann ich mit einem Draht. Ja, also ich lasse glaube gleich noch mal rauf. So. Es ist schon ein rechter Winkel, den es machen muss, aber dann langt es. Dann langt es vorig, weil wir haben hier die Isolation und es ist sehr, sehr ein dicker Gummi. Wie machen wir das schlau? Das müssen wir jetzt irgendwie in Form bringen. Da haben wir etwa 10. Da muss ich jetzt eine Spirale machen. Ich glaube, wir gehen schnell auf die Drehbank. Weil von Hand so klein keine Chance. Ich habe eine Idee. Es ist natürlich relativ ein dicker Draht, aber es geht eigentlich noch erstaunlich gut, muss ich sagen. Das war ein geiler Hurentrick. Ja, tipptopp. Wow, aber richtig schön. Geil. Jetzt habe ich aber da oben, möchte ich jetzt dort noch ein bisschen mehr, dass sagen wir 2, 3 Umgänge drauf sind. Da. Wow. Jetzt kann ich eben einfach den nehmen und dann in die Richtung biegen, die ich will. So der Plan. Ja, das ist ein dicker Hut dran. Und dann haben wir nämlich, den steht es nämlich nicht mehr an dort. Jetzt können wir da einen schönen Radius machen. Gehen wir noch ein bisschen. Ja, das hebt. Ich verrecke. Ohne die Spirale wäre der Schlauch natürlich am Zylinderkopf angestanden. Und dann ist natürlich schlecht. Gut. Ja. Benzinfilter mache ich jetzt keinen an, weil der Tank ist versiegelt. Und versiegelte Tank ist kein Thema, schön fein, null Dreck drin. Am Benzinhändchen hat es dazu auch noch ein kleines Sieb. Dann hole ich Benzin. 4% einfahren, weil den muss ich jetzt noch fein abstimmen. Das ist geil. Licht. Abstellen. Da hinten, ja. Das Blendet ist ja stärker als vorne. Oh, geht's nicht mehr. Mal. Jetzt lassen wir ganz schnell eine Minute laufen. Leck, Standgas stimmt auch nicht schlecht. He? Gut, in dieser Zeit kann ich gerade noch die Leute machen. Das lassen wir einfach gerade so, wie es ist. Da wird gar nichts gemacht, weil das funktioniert noch so halbpatzig. Und in der Stadt durch die Fußgängerzone brauchst du das einfach, oder? Leichter Standgas ist aber genial. Hey. Oh ja. Das mag ein bisschen Schmutz vertragen. He? So. Ja. Gut. Stellt fast ab, so geil. Das habe ich so geil gefunden bei den alten Töpfen. Die waren Engländer so Schwungmasse wie 7 und dann hat es wirklich Standgas so richtig, richtig tief. Und das ist ein gutes Zeichen. Ha!
Was so ein bisschen schmutzig ausmacht. He? Ja, das ist wieder ein Hobel, he? Das nervt wieder, den Sieg abgeben. Nein, richtig schön, richtig schön. Viele kleine, aber sehr spezielle Details. Die Schutzblechleiter auch etwas unheimlich geil. Da, das finde ich auch immer schön, natürlich, wenn man die Schalter wieder in Betrieb nehmen kann, abstellen, ein- und Licht. Einfach so ganz simple Sachen. Kleine Details, aber sehr, sehr wichtige. Unheimlich schön. Jetzt natürlich Roger Patina. Er hat Sachen nicht gerne noch glänzen. Darum da die älteste Kette, die wir gerade noch gefunden haben, kann man einmal so ein bisschen Sprühöl an tun, weil das Sprühöl das verdampft dann wieder. Einfach, dass man den Dreck ein bisschen lösen kann. Und dann kann man da die Patina geben. Oder ich putze meine Weisswand nicht, aber andere nicht. Andere halt nicht. So, das ist ein bisschen unregelmäßig. Die Felgen kann ich nachher wieder putzen. Die Brösmeli, oder, die sind eigentlich maßgebend. Das ist wirklich der alte Dreck. Nussöl nützt eben nichts. Natürlich nicht zu fest. An gewissen Stellen kann man wieder ein bisschen mehr. Da sieht man jetzt, das hebt schon recht gut. Dann hat man nicht mehr so den knallharten weißen Kontrast. Ich denke, das ist gerade etwa so, wie es sein sollte. Dann kann man den Hobel dann schon bald bringen. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, er auch. Er weiss auch nichts von seinem Glück. Und dann könnt ihr das eben mit JL, mit den Zonen verlinken, wo seine Bude ist, wo der Jeansladen ist. Und dann könnt ihr das live anschauen. Und natürlich auch seine geilen Materialien und seine geilen Klamotten bestaunen und kaufen. Also gut, in dem Sinne, ich würde sagen, schreibt mal schnell, wie gefällt euch der Stil. Hat euch die Videofolge so gefallen? Ein bisschen neuer auf Kabelzüge etc., auf die Details eingehen, würde mich sehr, sehr wundern. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Projekt. Macht's gut, tschüss zusammen. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try. Keep on trying. You got it. I believe in you. Like there's too much on your plate,